Hallo und guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie auf dem Kanal RawVideo bei Sida für spontane, improvisative, dokumentarische und authentische Videos. Ich bin Klaus von der älteren Generation, der Bewegung, auf dem ich jetzt andarf. Und ich bin ein bisschen außer Atem, weil ich jetzt hier gerade einkaufen war. Da muss ich schnell die Wäsche abhängen und so weiter. Ich komme dann gar nicht zur Ruhe. Ja, wir haben heute den 7.5. Was habe ich immer mit dem 5.? Also heute haben wir den 7.10.2019, ein Montag. Und wir haben jetzt 8.45 Uhr, also 10 von 9. Also gleich 10 von 9. Ja, ich bin heute immer noch so ein bisschen durch den Wind, durch mein Binge-Watching. Jetzt habe ich auch den Fachbegriff dafür gelernt. Binge-Watching heißt also, ich habe ja schon erzählt, dass ich den Verdacht habe, dass ich mich hier zum Serien-Junkie mutiere, weil ich da so einige Serien angesehen habe, die ungewöhnlich lang gehen, wie House of Cards mit 63 Folgen. Und damit so ungefähr 63 Stunden oder auch How to Get Away with Murder hat da auch, glaube ich, 4 mal 10, 40 oder 4 mal 15, ja, auch sehr viele Staffeln oder 45, glaube ich, 45 Folgen, auch ein Mammutprojekt. Und jetzt am Wochenende habe ich mir angesehen, in Mindhunter mit 19 Folgen, der war ja noch harmlos, aber ich sag mal, in meinem Alter 19 Folgen in 3 Tagen von Freitag bis Sonntag, das schlaucht dann doch schon ganz schön. Ja, und dann bin ich total durch den Wind anschließend und dann brauche ich erstmal ein bisschen Schlaf, muss ich erstmal den Schlaf nachholen, das habe ich jetzt gemacht am Sonntag und gestern habe ich gar keine Videos gemacht, weil ich einfach zu groggy war. Ich war zwar auf, ich hätte welche machen können, aber ich konnte keine. Ja, früher habe ich keine Serien gesehen. Als ich gearbeitet habe, sowieso nicht und davor hat mich das auch gar nicht so interessiert, weil ich da so viele andere interessante Projekte hatte und die haben mich in Atem gehalten. Aber jetzt neuerdings, seit ich diesen Chromecast habe, da habe ich den Netflix mir wie soll man sagen, habe ich den Netflix angeheuert, der hat sie mir angedient oder das war eine Möglichkeit, also um die, ja, damit Moment, ich muss ja etwas eher anfangen. Es fing also alles damit an, dass meine Leitung zu langsam war für das Upload meiner ganzen Videos. Daraufhin habe ich mir eine schnellere Leitung bestellt, eine 50 Mbit. Diese 50 Mbit Leitung ist allerdings so schnell, dass ich die gar nicht ausnutzen kann. Und damit war dann die Frage auch, was machst du denn mit so einer Leitung überhaupt? Die bezahlst du, aber die nutzt du ja nur 1-2 Stunden am Tag aus. Und die restlichen 23 Stunden. Und da war dann die Überlegung, ja, einen Streamingdienst eventuell mal auszuprobieren. Und das Ausprobieren dauert jetzt schon bald seit Mai, also 5 Monate. Ich hätte nicht gedacht, dass es so lange dauert. Ich habe vielleicht gedacht, 3 Monate, okay, und so, aber ja, am Anfang hatte ich auch Mühe, da überhaupt irgendwas Sinnvolles zu finden, weil bei Serien habe ich gar nicht nachgeschaut, weil Serien waren für mich auch uninteressant und passten auch so nicht in mein Suchraster. Sie wissen so, der Elefantenjäger, der sucht dann so nach grauen Tieren, groß, Rüssel und 4 Beine. Und alles andere
fällt dann nicht in den Blickwinkel. Und so ging mir das auch, bis ich dann da bei den Filmen nicht mehr weiterkam. Und dann habe ich da verschiedene Serien ausprobiert. Und dann war eine, die nannte sich Star Trek, die kannte ich ja schon, den Titel. Und Star Trek kannte ich auch. Da habe ich dann einige angeschaut. Ich glaube, der ging über 2 oder 3 Staffeln. Und ja, der war ganz gut, den habe ich mir hintereinander weggeschaut. Das war, glaube ich, die erste Serie. Ja, und dann kam da ja weitere Science Fiction, dann habe ich nur geguckt und dann kam House of Cards. Und die hat mich umgehauen, die habe ich sogar 2-mal gesehen. Also 2-mal 63 Stunden, das komplette Programm. Und die könnte ich mir auch noch ein 3. Mal anschauen. Dann habe ich mir Versailles angeschaut. Auch so ein Mammutding, auch mit 3, 4, 5 Staffeln. Ich weiß nicht mehr genau. Auch sehr lange. Auch 40, 50 Stunden. Ja, und dann wie jetzt am Wochenende kam also Mein Tante ging noch, hat nur 2 Staffeln gehabt mit 10 und 9 Folgen. Also 19 Folgen insgesamt, 19 Stunden. Aber ich habe heute Morgen auch schon darüber berichtet, die 19 Stunden kamen mir vor wie 190 Stunden. Und wie fühlte ich mich danach so geschlaucht, als hätte ich jetzt 190 Stunden da Video und Fernsehen gesehen. Ja, dann habe ich nachgeschaut. Also, dieser Mein Tante ist also nach einem Buch, einer Romanvorlage. Und der Roman ist also von jemandem da aus dem FBI, von einem FBI-Agenten, der auch selber an der Sache gearbeitet hat. Das ist also sein eigenes Buch. Und ja, inwieweit das jetzt auf Tatsachen beruht, weiß ich nicht so genau, aber es wurde gesagt, dass die Interviews mit den Häftlingen, die Fragen und so, dass das schon echt gewesen wäre. Auch die Improvisation weiß ich nicht, aber immerhin. Also es macht auch einen sehr authentischen Eindruck über weite Strecken. Und was jetzt dann die Familiengeschichten damit zu tun hatten, ist mir noch nicht so ganz klar. Ob das jetzt so eine dokumentarische Vollständigkeit halber mit erwähnt wurde oder dass die Familien quasi darunter gelitten haben. Dass sie ja, ist klar, dass natürlich eine Familie oder Partnerschaft darunter leidet, wenn ein Partner da dauernd an einem interessanten Projekt im Land herumreist und der andere sitzt zu Hause und dreht Däumchen. Das geht natürlich nicht auf lange Zeit gut. Und dann verändern sich vielleicht auch so die Anforderungen, die Ansprüche an die Partner. Weil man sieht dann irgendwie durch die Arbeit, dass welches Verhalten quasi so eine Perspektive hat, eine negative Perspektive. Und wenn dann jemand lügt oder so im Alltag, versuchst du durch den Alltag sich durchzumogeln, ohne da vollständig komplett wie so pedantisch offen und ehrlich zu sein, dann fällt er durch den Rast. Und das ist bei der Frau Doktor da passiert, bei der Akademikerin. Die hat ihre Partnerschaft da aufgelöst, weil da ihre Partnerin da aus der Bar, die hat sie nachher richtig runtergemacht. Die hat gegenüber ihrem Ehemann sich nicht dazu bekannt, dass sie da eine Freundin oben in der Wohnung hatte und wollte auch nicht, dass ihr Mann hochkommt. Hat also so ein Doppelleben praktiziert, aber hatte aber andererseits eher Ansprüche an Wahrheit gehabt. Und das hat dann eine Retourkutsche geführt zu einer Retourkutsche und da ging die Partnerschaft den Bach runter. Ja, bei dem jungen Agenten, dem Autor selber, ja, da war es eigentlich eine Frage des Neides oder der Eifersucht. Die Freundin hat sich dann mit jemand anderem abgegeben und dann war für ihn der Fall erledigt.
oder für sie, ich weiß nicht mehr genau. Ob er dann noch andere Partnerinnen hatte, das wurde nicht erwähnt. Aber die Schwarze könnte da eventuell, die Hostess da im Hotel, die könnte vielleicht in Frage kommen. Ja, und bei dem Ehemann, der mit seiner Familie, da knisterte es schon. Dann haben sie ein kleines Kind adoptiert, um dann die Ehe zu retten oder zu halten. Und dann machte das Kind Probleme. Und der Mann hatte keine Zeit gehabt, sich mit dem neuen Sohn nun zu beschäftigen, weil er dauernd unterwegs war. Und wenn er halt zu Hause war, war er müde. Und er konnte also seine Aufgabe als Familienvater nicht erfüllen. Und dann kam noch das Fehlversagen hin. Das Fehlversagen dazu und dann war aus. Dann kam man nachher nach Hause und war die Frau weg. Ja, das kann passieren. Das passiert vielen heute, dass das moderne Erwerbsleben mit den Vorstellungen eines idealen Familienlebens nicht zusammenpasst. Und da kommt dann noch die Individualität dazu, die Individualität. Ja. Ja, das war also eine spannende Story. Da wurden also mehrere Serienstraftäter, also die da in Amerika irgendwie auch für Aufsehen gesorgt haben. Die wurden interviewt und auch so zum Schluss wurde auch einer wie Charles Manson, der schon interviewt. Und da stellte auch eine Herausforderung dar für die Beamten. Also der junge Agent, der war noch relativ, wie soll man sagen, offen. Der hat sich auch noch selber vielleicht in Frage gestellt am Anfang. Naja, weniger und bei den Erfolgen ist natürlich fraglich, ob das zu Erfolgen führte. Das Profiling hat dann bei so einem Kindermordserie da in Atlanta dazu geführt, dass sie da einen Schwarzen hatten, der theoretisch es hätte sein können, aber dem konnten sie das nicht nachweisen. Und für die 27 Kindermorde sind da keine verurteilt worden. Bis heute heißt es. Also, es fragt sich, ob jetzt diese Methoden da Erfolg haben. Dann war noch witzig, zwischendurch wurde dann ein Lehrer beschuldigt, der hat sogar seinen Arbeitsplatz verloren, weil er seine Kinder mit der Kitzeltherapie zur Entspannung geführt hat. Und dann haben andere das gesagt, ja, das könnte vielleicht ein Triebtäter sein, ein Verkappter, und heute kitzelt der und morgen macht er was ganz anderes und so, und dann müssen wir eingreifen und so weiter und so weiter. Und dann haben die Panik gemacht. Und wobei klar wurde, dass natürlich die Normen von der Gemeinschaft aufgestellt werden, und wenn dann einer sich dagegen verstößt oder anders sich verhält, dann kommt er in die Raster des abweichenden Verhaltens. Und das war bei dem dann der Fall, und das ging so weit, dass die da die Konsequenzen gezogen haben und sich von dem Lehrer getrennt haben. Und da waren natürlich auch Profiteure, so andere, die haben natürlich davon wieder den Nutzen gezogen, und das FBI hat dann ermittelt
Und dann schiebt der eine es auf den anderen, keiner will es gewesen sein. Und da sieht man dann, wo dieses perspektivische Denken hinführt. Ja, also das finde ich spannend gestern. Und das habe ich Freitag gesehen, das habe ich Samstag gesehen und von Samstag auf Sonntag ebenfalls. Und dann war ich fertig, groggy. Ja, 19 Stunden Fernsehen gucken, das ist, das schlaucht. Das ist anstrengend, das ist Arbeit. Gott sei Dank mache ich das natürlich nicht immer, ich mache dann Pause und so. Aber wenn man dann noch Chips isst und ich habe auch die Angewohnheit, dass ich dann mehr esse, als wenn ich da nichts sehe oder wenn ich da mit Maß halte. Und zwar esse ich dann vegan und so, aber trotzdem, es wurde dann mehr gegessen wie sonst. Ja, jedenfalls haben wir das geschafft, das ist jetzt vorbei. Jetzt habe ich vor, jetzt erstmal Pause zu machen. Ich mache dann immer so Pausen zwischendurch, längere 2-3 Tage. Bis dann mal wieder was Gutes anliegt. Ich sag mal, man muss nicht jeden Mist gucken, ich bin dann auch ein anspruchsvoller Serienjunkie, sage ich mal. Das soll keine Entschuldigung sein, aber das Bench-Watching, also Serienjunkie, was heißt das? Dass einer regelmäßig Serien sieht, danach werden 27% der Bevölkerung quasi Serienjunkies, weil die pro Tag eine Serie sehen oder 4 Tage oder 5 Tage oder so, irgendwelche Tagesserien. Und das werden dann Serienjunkies. Und dann gibt es Leute, die das sogenannte Koma-Glotzen betreiben. Also man sieht schon hinter diesem Ausdruck Koma-Glotzen steht schon eine massive christliche Ethik hinter, die das ablehnt. Zum Beispiel hat niemand vom Koma-Beten bisher gesprochen oder vom Koma-Arbeiten, sondern das bezieht sich dann auf Koma-Spielen, auf Koma-Internet sehen, auf Koma dies und das. Und wird dann verglichen mit Koma-Saufen und Koma-Trinken und so weiter. Ja. Ja, okay Leute, mir fällt nichts mehr ein. Ich sage nichts mehr. Von daher ist Zeit, Schluss zu machen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut.